Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich Tontopfheizungen testen oder Teelichtheizungen. YouTube und auch sonstige Berichte nach kann man ja mit so einem Ding irgendwie eine Wohnung oder einen Raum heizen. Und jetzt möchte ich es einfach mal hier ausprobieren in meiner Werkstatt, weil ich glaube es nicht. Es gibt so Videos, die heißen 100 Grad im Zelt, im Iglu-Zelt. Oder ich kriege meine Wohnung 25 Grad geheizt mit so einem Ding. Ich frage mich, warum ich überhaupt Heizung daheim habe und Heizölverblemmer, wenn ich es einfach mit Teelichter machen kann. Ich habe hier 100 Stück gekauft. Anscheinend reiche 4 bis 5. Ja, jedes dieser Teelichter hat so 45 Watt Leistung bei einer Brenndauer von 4 bis 5 Stunden, also runde 10 Watt pro Stunde. Was es abgibt, also so circa bei 4 Stück 40 Watt, was eine normale alte Glühbirne entspricht, und mit der wird der Raum aber auch nicht warm. Ja, das probiere ich jetzt, ihr seid jetzt dabei. Ich habe es vorher nicht getestet, ich bin aber auch nicht davon überzeugt, dass es funktioniert. Aber ja, gucken wir selber. Ich lasse es jetzt eine Stunde rennen, baue mir das Ding zusammen und dann schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Im Moment haben wir hier ca. 9 Grad, 8 Grad, 9 Grad ungefähr. Genau, mal schauen, wie viel Grad wir nach einer Stunde haben mit unserer super tolle Tontopfheizung. Wahrscheinlich weniger oder auch nicht. Mal gucken, wir werden sehen. Eigentlich sollen nur 3 oder 4 Teelichter drunter. Der Fuß hat jetzt 3 Beine. Ich mache jetzt einfach 6 Stück drunter, immer 2. Ich hoffe, das wird, ja, wirkt sich nicht negativ aus, sondern positiv. So, alle 6 Kerzen sind drunter. Ich schiebe es noch ein bisschen zusammen. Aktuelle Temperatur 8,5 Grad. Tontopfheizung läuft. Und dann warten wir jetzt eine Stunde und gucken, was passiert. So, die ersten 2 Minuten sind vorbei. Ja, immer noch 8,5 Grad. Der Topf wird schon warm. Unten mehr wie oben. Ja, oben auch. Oben haben wir so 36 Grad. Ja, wenn man näher dran ist, stimmt jetzt schon mehr 50 Grad. Es ist jetzt 19:23 Uhr. Die Teelichter sind jetzt so seit ungefähr 8 Minuten an, also 19:15 Uhr ungefähr. Und jetzt lassen wir es mal brennen. So, 30 Minuten sind vorbei. Der Topf hat 92 Grad jetzt. Temperatur im Raum ist immer noch 8,5 Grad. Gut, was man jetzt natürlich sagen muss, der Topf gibt jetzt Wärme ab, der hat 100 Grad. Aber so ein bisschen Strahlungswärme im Bereich von 5 cm haben wir. Ich nehme jetzt gerade mal kurz den Topf runter, wenn ich was schauen will. Ja, also in dieser Halterung innen. Hier ist noch so ein Gummi-Ding dran, das wollte ich jetzt gerade noch wegmachen, weil das schmort ja auch hier mit drin. Ansonsten ist hier kein Kunststoff drin, Rest ist Metall. Hier oben sind jetzt keine Löcher drin, aber das ist in der anderen Aufnahme, da ist ein Metallstab drin oder Gewindestab. Mit dem Motor, da geht dann eigentlich auch keine Luft durch. Das ist einfach nur die Strahlungswärme, die jetzt hier aufheizt. So, es ist jetzt 20:30 Uhr. 1 Stunde und 15 Minuten später. Wir gehen jetzt in die Werkstatt. Achtung! Ich war jetzt noch nicht drin seit der Zeit. Und gehen wir ganz schnell rein, dass es nicht kalt wird. Und los geht's! Okay, es ist nicht warm. (8,5 Grad). So, hier ist ja der Topf. Na, schauen wir mal noch kurz, wie es aussieht, temperaturtechnisch. Ja, 90 Grad, 100 Grad ungefähr der Topf. Aber dass der Topf 100 Grad heiß wird, das hätte ich nicht gedacht. Das ist jetzt schon krass, aber gut. Ja, also, es war jetzt 1 Stunde, 15 Minuten. Der Topf ist heiß. Er hat 100 Grad oben drauf, habe ich gerade gemessen. Schau gerade nochmal. 126 Grad sogar von oben.
Es ist schon sehr warm, das wärmt auch ein bisschen, aber es bringt nicht so viel, dass es jetzt den Raum hier erwärmen wird. Wir sind hier wirklich noch bei 8,7 Grad, also 0,2 Grad mehr vielleicht. Das war es aber auch, ja. Also diese Oberfläche von dem Topf kann halt diese ganze Wände. Hier ist noch ein Fenster, es ist auch zu. Aber das kann es einfach nicht ausgleichen, den Wärmeverlust, den wir hier im Raum haben. Von dem her ist das Ding gescheitert. Ich finde diese Tontopf-Teelicht-Teilheizung bringt halt nichts. Kauft euch Heizöl, Pellets oder Strom und lasst es mit dem Teelicht. Das ist so viel zu dem Thema. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.